Ein Dorf, mehrfach ausgezeichnet. Eines der schönsten Dörfer Deutschlands. Riesum in der Krummhörn. Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir im Norden unterwegs. Wir sind in Ostfriesland. Wir sind in der Gemeinde Krummhörn. Riesum, etwas über 700 Einwohner. Das Dorf hat schon mehrere Preise gewonnen. Erst vor wenigen Jahren hat ein Reisemagazin den Ort als eines der 10 schönsten Dörfer Deutschlands bezeichnet. Wir wollen uns die Gassen und die Häuser hier anschauen. Riesum hat bereits vor 1000 Jahren existiert. Das weiß man aus einer Urkunde, die man in einem Kloster in Essen fand. Wir sind hier etwa 10 Kilometer westlich der Stadt Emden. Zur Gemeinde Krummhörn gehören neben Riesum 17 weitere Warftendörfer sowie das Fischerdorf Greetsiel. Schaut mal auf meinem Kanal nach, da gibt es ein extra Video zu Greetsiel. Riesum ist ein sogenanntes Rundwarftendorf. Dörfer, die auf Warften gebaut wurden, sind hier im Norden gar nicht so unüblich. Das hier ist ein Modell von Riesum, das haben wir in der Riesumer Mühle gefunden. Riesum ist ja ein Rundwarftendorf, das ist wie ein Rundlingsdorf. Die Höfe und Häuser sind kreisförmig auf einem Hügel gebaut und um diese Warft führt ein Ringweg. Eine Warft, das ist ein aufgeschütteter Hügel, in der Regel aus Erde, Mist und Klei. Auf der so erhöhten Fläche, da ist man vor dem Wasser der Nordsee bei Sturmfluten sicherer. Denn Deiche, die hat es vor 1000 Jahren hier noch nicht gegeben. Schauen wir uns diese Gassen einmal an. Ruhig, ein Juwel, das nenne ich hier Idylle, einfach nur malerisch. Die Zeit scheint hier in den schmalen Gassen einfach stillzustehen. Sehr, sehr sehenswert. Die Warft hier, also die Dorfwarft, die soll 6 Meter hoch sein. Sie hat einen Durchmesser von knapp 400 Metern. Größer ist das Dorf, der Dorfkern also nicht. 2 Ringstraßen gibt es hier, von der zweigen kleine Lohnen, das sind Wege ab, die laufen sternförmig zum Mittelpunkt des Ortes. Und da steht die Kirche. Die Riesumer Kirche, die hat man an der höchsten Stelle der Warft gebaut. Das ist eine evangelisch-reformierte Kirche. Drin ist es schlicht Jakag. Zurzeit wird hier restauriert. Im 11. Jahrhundert stand hier ein Holzbau. 100 Jahre später folgte ein erster Steinbau. Der wurde in den folgenden Jahrhunderten mehrfach umgebaut. Der Schatz der Kirche, das ist diese Orgel hier. 1457 gebaut. Das ist so rund 30 Jahre bevor Kolumbus Amerika entdeckt hat. Die Orgel, die ist im Grundbestand noch im Original erhalten. Sie gilt als eine der ältesten und besterhaltensten Orgeln in Nordeuropa. Das hier ist auch interessant, die Heiliggrabnische. Im Mittelalter hat man am Karfreitag die lebensgroß geschnitzte Figur des Jesus vom Kreuz genommen, die beweglichen Arme an den Körper geklappt, das ging über Scharniere, und hier zur symbolischen Beerdigung reingelegt. Ein Passionsspiel, Auferstehung auf Ostfriesisch. Die Nische ist wahrscheinlich nur eine Station des Passionsspiels gewesen. Vermutlich waren die anderen Stationen über das Dorf verteilt. Wir haben übrigens an der Mühle von Riesum geparkt. Da gibt es einige wenige Parkplätze, genauso am Markt. Parken ist in den Dörfern der Krummhörn sowieso nicht einfach. Parkplätze für Besucher gibt es nämlich kaum. Am besten, man fährt hier bei einem Tagesausflug mit dem Fahrrad hin. Das ist ein Gefallenendenkmal, das steht hier in einem wunderschönen kleinen Park. Hübsch gepflegte kleine Vorgärten überall. Alte Bauernhäuser, traditionelle friesische Wohnhäuser. Riesum, das soll eine der besterhaltensten Warften im norddeutschen Küstenbereich sein. Es gehört zu den Vorzeigedörfern hier in Ostfriesland. Hier ein Stein am Markt, da stehen die Titel drauf, die Riesum bereits gewonnen hat. Als Riesum, geschrieben mit einem I, wurde das Dorf erstmals 1355 bezeichnet. In der heutigen Schreibweise, nämlich mit Y, erst 100 Jahre später. Eine Burg hat sie auch mal gegeben, die gehörte einem Häuptling. Sie wurde aber aufgegeben, inzwischen ist von dem Gebäude nichts mehr zu sehen. Mehrere Gulfhöfe gibt es hier und eine Menge Landarbeiterhäuschen. Das älteste, das stammt aus dem Jahr 1766.
Ruhig, friedlich, Idylle. Bei mehreren Besuchen hier haben wir kaum jemanden auf der Straße gesehen. Wen wir trafen, der war freundlich und hilfsbereit. Wir sind am Markt angekommen. Der Marktbrunnen. Rundherum traditionelle Gulfhöfe, schmucke Arbeiterhäuser, alles im traditionellen Stil gebaut. Oben auf dem Brunnen ist eine Hexe als Windfahne. Das Gasthaus am Markt. Seit 1901 befindet es sich durchgehend im Familienbesitz. Mittlerweile wird es in der 3. Generation geführt. Am Anfang war das ein Kolonialwarenladen mit Ausschank. Risum, ein Kleinod aus roten Backsteinhäusern, bunten Vorgärten, einer Kirche und einer Mühle. Die Risumer Mühle, unten aus Ziegelsteinen gebaut. Ein sogenannter Galerieholländer, 3 Stockwerke hoch, achteckig. 1895 wurde die Mühle gebaut. Heute ist sie eine Museumsmühle, aber alles funktioniert. So sieht innen aus. Die Interessengemeinschaft Risum hat die Mühle von 1989 bis 1995 restauriert und wieder funktionsfähig gemacht. Hier im Eingangsbereich, da gibt es Informationen zum Wiederaufbau der Mühle mit Fotos und zum Dorf Risum. Die Windmühle, die wurde 1895 als zweistöckige Mühle gebaut. Nach einem Brand von 1921 baute man sie dreistöckig wieder auf. Anfang der 60er Jahre hatte der damalige Müller kein Geld, sie reparieren zu lassen. Die Mühle wurde teilweise abgebaut, der Rest verfiel. Und dann kam glücklicherweise die Interessengemeinschaft, die sie wieder aufbaute. Das hier in der ersten Etage, das ist das Modell von Risum, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Wir steigen weiter hoch, diese enge, schmale Treppe, sehr steil ist sie, und schauen mal, was in der nächsten Etage ist. So, das ist ein kleines Mühlenmuseum. Man sieht, die Risumer Mühle, das war eine Getreidemühle. Eine Kappenwindmühle, also eine Mühle mit einer drehbaren Haube bzw. Kappe. Ein Galerieholländer, der ist so hoch, dass man die drehbare Kappe nicht mehr von unten bedienen kann. Das ist jetzt hier die oberste Etage direkt unter der Kappe. Das ist die ganze Vorrichtung, damit die Mühlsteine sich drehen können. Da ist eine Tür und da geht's raus auf die Galerie. Der Galerieholländer, der war ja so hoch, dass man die drehbare Kappe nicht mehr von unten bedienen kann. Darum gibt es diese Galerie, ein Balkon, eine umlaufende hölzerne Arbeitsbühne. Von der Galerie aus, da konnten Flügel und Bremsen bedient werden. Also ist natürlich schon ein bisschen ein seltsames Gefühl. Erst diese engen, steilen Treppen rauf und jetzt hier draußen auf der Galerie. Man kann zwischen den Balken vom Holzboden durchgucken nach unten. Das knarrt auch ein bisschen hier. Also so ganz sicher fühle ich mich jetzt nicht hier. Aber schaut euch mal diese Aussicht an, die man von hier oben hat. Alleine dafür lohnt sich dieser Aufstieg. Man kann von hier oben aus über Risum gucken, über die Dächer hinweg und über Risum, da ganz weit hinaus. Irgendwo da hinten, da muss jetzt auch die Nordsee sein. So, das war's von und aus der Mühle von Risum und aus dem Dorf Risum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.